Ja, ich mich auch. Ja, Bühne frei für dich. Viel Spaß. Ja? Danke. Ja, jetzt geht's los, endlich. Fantastisch. Also, ich bin der Jan, ich bin Associate Producer bei Ghost Recon Future Soldier und werde euch jetzt den Gunsmith präsentieren. Das ist unser exklusives Waffen-Customization-System, mit dem man die 52 Waffen im Spiel bis ins kleinste Detail, bis in die kleinsten inneren Teile zusammenstellen kann. Bitte habt ein bisschen Geduld, denn die meisten von euch sprechen Deutsch, aber wir haben auch Gäste aus den Niederlanden, aus Polen, aus Frankreich und aus England auch und die verstehen kein Deutsch und ich möchte das jetzt auch mitkriegen, deswegen möchte ich das auch übersetzen, also bitte nicht gleich wegrennen, wenn ich das übersetze. So, ladies and gentlemen, welcome to this presentation of the Gunsmith, exclusive to Ubisoft's Ghost Recon Future Soldier. I'm Jan, associate producer on the project because Ghost Recon Future Soldier is just so long to say. Probably the longest title ever. Right, so the Gunsmith is our exclusive weapon customization system, in which you can customize up to the 52 weapons in the game with up to 49 different attachments. That's something that amounts to 20 million different possibilities. Just for the ACR, which you have on the screen right now, this gun, you have more than 1 million possibilities. Alright, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à la présentation du Gunsmith, qui est notre système de customisation des armes exclusif à Ghost Recon Future Soldier. Je suis Yann, producteur associé sur le jeu, et je vais vous présenter notre système avec Kinect. Donc en fait c'est un système de customisation d'armes. On peut customiser les 52 armes différentes du jeu et les 49 en attachement, jusqu'à 49 attachements dedans. Bref, ça fait plus de 20 millions de possibilités et avec l'ACR que vous avez là, ça fait pratiquement 1 million de possibilités. So, wir stellen euch Kinect Gunsmith mit Kinect vor, weil das total cool ist, aber es funktioniert natürlich auch mit dem Controller. Für die zu Hause kein Kinect haben, was ein großer Fehler ist, den sie schnellstens beheben müssen. Wir stellen es halt mit Kinect vor. So presenting Gunsmith with Kinect is compatible with the controller, obviously, for those of you who do not have Kinect, have not seen the lights yet, but it's, well, because it's just cool. On le présente avec Kinect, ça marche aussi avec le pad, et voilà. Okay, also warum haben wir Kinect? Jetzt suche ich mir meine Waffe aus. Okay, was ich jetzt machen werde, ich werde die Waffe zusammenstellen und dann werde ich euch erklären, warum wir das entwickelt haben und wie wir das entwickelt haben. Also, ich erkläre es. Prinzipiell habe ich jede Waffe ausgesucht, indem ich die Hand hochgehoben habe. Einfach so, zack, nach rechts oder nach links zeigen, kann ich die Sachen klicken und dann suche ich immer ein. Die ACR aus, wenn ich mag, oder die, zack, dann kann ich mir die Attachments so aussuchen, genau so, und etwas, und die Waffe auseinandersetzen mit einer sehr einfachen Bewegung, viel einfacher als bei der Bundeswehr, einfach so. So, dann kann ich die Waffe anschauen. Das sind die ganzen inneren Teile, die man erstellen kann. Right, so before I go into why and how and what the story of the development, I'm going to show you how it works. So basically, to select something, to click the options, just point in one direction or the other. There you go. And to select, you just raise the hand. And then select whatever you want to select. And bam, the weapon is already built. So it's super simple. To disassemble it, you just spread your hands, and to reassemble it, just put them back together. Super easy. Donc, pour
avant de vous expliquer pourquoi du comment on l'utilise, je vais juste vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. Pour passer dans les options, simplement prendre dans une direction ou dans une autre et on lève la main pour valider. Là par exemple, je prends le scope, je vais mettre un H500, c'est un détecteur de battement cardiaque. So, jetzt ist das alles sehr schön, ich baue mir das zusammen, Bündelung, Bündelung von Bremsen ist lustig, so. So funktioniert das. Ja, warum wir das entwickelt haben. In Ghost Recon Future Soldier ist der Spieler ein Mitglied eines Elite-Teams von Elite-Soldaten, von den Einsatzkommandos. Und wir haben in sehr enger Zusammenarbeit mit diesen Leuten gearbeitet, mit ehemaligen und auch heutigen Soldaten gearbeitet, die uns erklärt haben, dass es, wenn es zur Waffe kommt, einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Einsatzkommandos und normalen Soldaten des Heeres gibt. Ganz einfach der als Elite-Soldat kann man sich als normaler Soldat kann man sich seine Waffe nicht aussuchen, sondern man kriegt dann eine Standardwaffe, mit der man in den Einsatz in Deutschland die G36. Als Einsatzkommando kann ich meine Waffe aussuchen. Wie zum Beispiel hier die MB7. Die MB7 ist die Waffe, die SEAL Team 6 Mitglieder überwiegend ausgeflogen haben, als sie im Mai nach Pakistan geflogen sind, um Bin Laden auszuschalten. So, das können sie machen. Aber was sie dann auch machen können, ist die Waffe in die einzelnen Details verändern. Und der Grund, weshalb sie das machen können, ist, weil die Einsätze so gefährlich sind, dass die Waffe unbedingt auf beliebig oder auf ihren Wunsch optimiert sein muss. Zum Beispiel wollen sie sensibleres Trigger oder eine längere Kanone oder irgendwas. Die müssen einfach ein hundertprozentiges Vertrauen in ihre Waffe haben und deswegen gibt man ihnen die Möglichkeit, die Waffe in so einem Detail zu konfigurieren. Und das wollten wir den Spielern von Ghost Recon Future Soldier auch geben. Wir streben damit Authentizität an und ja, deswegen haben wir also Gunsmiths entwickelt. So, das ist alles auf Englisch, super. Right, so why did we develop the Gunsmith? Basically, we work very closely with former and current Spec Ops. We had SEALs, we had SWAT, we had the French GIGN working with us, coming to the studio, giving us weapons, letting us build them, break them apart and build them back together. And they explained to us when it comes to weapons, there's a groundbreaking difference between a normal soldier and a Spec Ops soldier. Basically, when a normal soldier goes into an operation, he's just handed over a gun, and that's the gun he's going to have. If you're an elite, if you're a Spec Ops soldier, you can select your weapon. So select your weapon for the operation, your preferred weapon. So this is the MP7, which most of the SEAL Team 6 members selected when they went and went to take Afghan in Pakistan back in May. And then they can also modify it up into its inner parts. And that's because they have to, their operations are so dangerous that they really have to have very strong, almost a connection with their weapon, a complete faith in their weapon, that will not default that it is their weapon. So this is, since we're striving for authenticity in Ghost Recon Future Soldier, we want to give that experience to the player as well. So we're giving you the possibility to customize your weapon up into its inner parts. So, ja, das ist alles sehr schön. Jetzt haben wir eine Waffe zusammengestellt, aber die Frage ist auch, als Soldat, als Elite-Soldat, wenn ich was will, zum Beispiel wenn man das Magazinbild sagt, oder was sagt man ja nicht mal den Lauf. Wenn ich eine größere Kanone will, das ist alles sehr schön, aber ich muss ja auch testen können, bevor ich in den Einsatz gehe. Ich will nicht im Einsatz sagen, nee, ist doch nicht so gut, hätte mir was anderes ausdenken sollen. Und deswegen haben wir die Shooting Range, die Firing Range entwickelt, die ich euch gleich zeigen werde. Right now that we have a gun, we're going to have to test it, because if you're a soldier, as a soldier, you're going to put up a gun, you're like, well, it's great, but you're not going to go into an operation with a gun, you have to test it. So this is why we developed the firing range. So I'm going to go into this, very simple, just with both your hands, and you're in it. So, to aim, basically, it's left fist to the front, and then aims. See? Right. And then to shoot, alright, so you just open your hand. Reload. Right.
So I have to ask for some understanding. The lighting conditions are not perfect. It works fantastic in the studio and in the living room. It's just that here it might have some glitches. So, wie funktioniert das? Die linke Faust nach vorne, die linke Faust nach vorne, Entschuldigung. Und dann, wenn ich die linke, die rechte Faust aufmache, dann schießt es. Genau, ein bisschen Verständnis, die Lichtbedingungen sind nicht, also nicht die Wohnzimmerbedingungen. Das könnte sein, dass es halt nicht so ganz funktioniert. So sieht aber auf jeden Fall relativ gut. So, jetzt will ich in die Iron Sight, wenn ich präzise erzählen will, einfach mit der Hand hochheben und schon nicht in der Iron Sight. Wenn ich mich nach rechts bewegen will, einfach nach rechts beugen. So. Jetzt habe ich meine Waffe zusammengestellt, aber ich habe mit 10 bis 30 Meter Ziele geschossen und mit so einer kurzen Lauf, mit so einer kurzen Kanone kann ich mit 16 Meter Ziel wahrscheinlich nicht treffen. Und deswegen haben wir, und das erlaubt mir euch, die Sprachbefehle zu präsentieren. Hoffentlich funktioniert es. Die letzten haben sie relativ gut funktioniert. Ich hoffe, dass sie auch heute funktioniert, aber es ist super laut. Und ich werde es versuchen. Wenn es nicht klappt, dann erkläre ich es euch halt einfach. Right, so with such a short barrel, I can only hit targets of 10 to 30 meters. If I want to hit 60 meters, I have to change my customization. So this allows me to introduce you the voice commands which we implemented into the game. They worked fantastically yesterday. They really worked well. I can't remember if it was that loud. So if it doesn't work, just be nice and forgive us. And I'll explain them to you in detail. So, jetzt werde ich meine Waffe für Long Distance optimisieren. Jetzt versuchen wir mal. Optimize for range. So, jetzt probieren wir es mal. So, just in English, I just use the voice command optimize for range, and it set me up a weapon. It's doing it again. A weapon that is specifically set up for range. It picks all the different attachments that are best suited for range and puts them together into one gun. So I'm going to try it. There we go. Iron sight pretty well, wirklich gut funktioniert. Wir haben auch andere Möglichkeiten, Optimisationsmöglichkeiten. Wenn ihr einen Lieblingsstil habt im Spiel, Long Range oder Close Combat, haben wir das auch implementiert, damit ihr nicht durch die ganzen Optionen gehen müsst und euch ausstellen müsst. Die Farbe ist natürlich doof, aber was welche Optik und so, die da oder nicht, haben wir auch implementiert. Das werde ich versuchen, euch das zu zeigen. Close Combat. Optimize for Close Combat. Funktioniert. If you have a preferred gaming style, close combat in this case, and if you don't want to go through all the options because it's tedious because there's 10 different attachment points and up to 49 different attachments, we implemented voice recognition which allows you to optimize the weapon depending on what gaming style you have. So I just did optimize for close combat, and it works. Obviously, every weapon I build I can test. So you see, yeah, it's not that good at the distance. Working well. All right. Man kann auch die ganzen Attachment Points, die da unten sind, Abzug, Magazin und Verlauf, beliebig mit den Sprachbefehlen aufrufen. Ich versuche es mal. Optics. Gas system. Next. Select. So, funktioniert so halbwegs. Next. Select. So. Funktioniert echt gut im Wohnzimmer. Hier natürlich ein bisschen weniger. Und was wir auch implementiert haben, ist
wenn man zum Beispiel jetzt ins Magazin, genau hier, und man kann auch einzelne Teile für spezifische Zwecke optimieren. Das will ich zum Beispiel hier und will was für Damage. Mal optimize for Damage. Select. So, jetzt hat mir das Magazin ausgesucht, was am besten für Damage, was Damage halt am besten entspricht. Right, so what I just explained, basically you can call up all the 10 different attachment points you have on the bottom, like this is magazine. Next. Select. Right, so this works for the voice as well. And then I talked to you about optimization just a second ago. It actually also works when you're in the different attachment points. I'm going to go to optics. I can't find it. Oh, no. Yeah, it works. Optics. Next. Optimize for range. Select. Wenn ich die Hand hochhebe, glaubt das System nicht bestätigen. Das ist super sensibel, funktioniert echt gut, aber gut. So. Optimize for range. Oh, egal, auf jeden Fall funktioniert das. I showed you just a second ago, so it works. Right. What can I tell you? What can I tell you? Well, funny development stories. When we developed the game, we had, als wir das Spiel entwickelt haben, das sind ein paar Geschichten zur Entwicklung, als wir das Feature entwickelt haben, und wir arbeiten natürlich immer noch dran, aber am Anfang haben wir von den Waffenherstellern viele Waffen bekommen, die haben uns einfach geschickt und unter strenger Aufsicht oder auch nicht, einfach haben sie das bei uns gelassen und wir haben sie auseinandergebaut und wieder zusammengebaut, wieder auseinandergebaut, um zu sehen, welches Teil am interessantesten wäre, in das Spiel zu implementieren. An einem gewissen Punkt hatten wir im Studio in der Cafeteria auf dem Ping-Pong-Tisch hatten wir eine A4, eine AK-47 und einen Shotgun nebeneinander total zerteilt liegen. Die echten Dinger. War relativ lustig. Was ich mit der gemacht. Auf jeden Fall ungewöhnlich. Some development stories to when we developed this feature. We worked very closely with weapon manufacturers, and they sent us weapons, various weapons, so we could disassemble them, assemble them again, and disassemble them. And that to see which part would be the most interesting feature in the game. At some point during the development, on the ping pong table in the cafeteria, we had an A4 Caravan, an AK-47 and a shotgun lying next to each other, completely disassembled. It's uncommon. It's slightly nuts. But we have guys in the development studio that use their spare time to actually some are certified gunsmith for various weapon manufacturers, including Colt and Smith & Wesson. So the guys actually do that on their spare time, they disassemble weapons. Im Team haben wir echt Waffennamen. Einer von denen ist ein zertifizierter Gunsmith für unter anderem für Colt und für Smith & Wesson. Das heißt, er macht in seiner Freizeit baut er Waffen auseinander und baut sie wieder auf. Und es ist genau was er will. Ja, ich glaube, ich habe euch alles gezeigt. Fehlt noch was. Ich glaube, das ist alles. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie mir gerne stellen. I think it covers pretty much everything I wanted to present on the Gunsmith. If you have any questions, I'm very open to answer them.